die bewegen sich auch nicht. Warum? Können die nicht? Ich habe keine Ahnung. Können wir vielleicht mit den großen Schiffen nicht durch den Warp Drive fliegen? Wäre das möglich? Also durch diese Wurmlöcher, besser gesagt. Also ich weiß, es gibt eine Technologie, mit der man unabhängig davon fliegen kann. Die Frage ist bloß, geht das dann auch wirklich, wenn wir nicht mal durch, also wenn wir noch nicht mal durch die Wurmlöcher überhaupt durchkommen? Wir werden es gleich herausfinden, oder bald. Weil ich glaube, wir machen uns auf den Weg, diesen Forschungszweig da fertig zu machen, dass wir unabhängig fliegen können. Weil ich denke, der Computer wird es auch, wenn er es nicht schon kann, sehr bald können. Und dann sind wir sowieso, falls er uns angreift, ich würde mal fast sagen, relativ ausgeliefert. Auf jeden Fall, hier brauchen wir eigentlich Geld. Die machen sogar Minus. Oha. Dann baut ihr auch Kolonieschiffe. Und wir haben noch Kolonieschiffe irgendwo rumstehen. Zum Beispiel hier. Hier könnten wir... Oha, da gibt es sogar gleich ein reiches Vorkommen. Das nehmen wir auf jeden Fall. So, besiedeln. Den hier. Und wir haben ein Monopol auf Orichalxix. Hört sich ein bisschen an wie bei Asterix. Dieses Xix am Ende Xix. Orichalxix. Irgendwie sowas. Aber ja, es gibt 10 mehr Geld fürs gesamte Imperium. Das ist mehr als klasse. So, und da oben haben wir noch Kolonieschiffe fertig, denke ich. Genau. Dann setzen wir eigentlich noch einen darunter. Na, komm her. Und besiedeln den hier auch noch. Achso, ja, die Spezialisierung haben wir, glaube ich, vergessen jetzt bei dem anderen Planeten. Das werden wir gleich nachholen. So, hier machen wir... Setzen wir ebenfalls auf Geld. Wenn wir den Planeten anwählen könnten. Ah ja. Und... Wo war das jetzt hier? Auf Atero setzen wir auf... 4 auch auf Geld. Dann... Was gibt's denn hier noch? Voidstone haben wir schon. Da könnten wir nochmal uns einen coolen atomaren Asterix holen. Aber ich glaube, den haben wir erstmal genug. Was gibt's auf Pollux noch? Haben wir eigentlich auch schon alles, was Rohstoffe angeht, mitgenommen. So. Dann könnten wir eigentlich, wenn wir es nicht runterschaffen, nicht da runterfliegen. Gibt sowieso nichts. Aber wir könnten, so, haha, haltet euch fest, wir könnten mit diesem Schiff hier erstmal das hier auch dicht machen. Zumindest versuchen, dicht zu machen. Wir nehmen das jetzt doch mal mit, zumindest dass unser Heimatsystem hier oben mal vollständig besiedelt ist und dass uns da die KI auch nichts mehr wegnehmen kann. So, die brauchen auch eine Spezialisierung. Warum geht denn das mit dem Klicken heute nicht so? Die machen definitiv mehr auf Industrie. Was anderes lohnt sich da auf jeden Fall nicht. Und die fliegen dann doch runter nach Pollux und machen da den Rest auch noch dicht. So, die hier unten fliegen ebenfalls noch. Und die hier machen schön eine auf Bewacher. Ich möchte jetzt endlich hier eine Flotte darunter kriegen. Warum? Zerfix, ich möchte... Ärgerlich. Wie machen wir das denn? Und warum wird unser Einflussbereich nicht größer? Wenn ich mir anschaue, was die da unten für bombastische Dinge schon hingeklatscht haben, komme ich mir echt klein vor. Klein und unbedeutend in diesem riesen Universum. So, Produktion können wir auch weitermachen.
So, das nützt uns hier mal überhaupt nichts, weil wir hier nicht mal einen Mond haben. Lassen wir das gleich mal weg. So. Das Planetarische Institut auf jeden Fall. Ja gut, Fröhlichkeit hält sich so in Grenzen. Das könnten wir aber steigern. Jo. So könnten wir eigentlich das hier bauen. Also, so wie ich das jetzt lese, wenn die in einen ekstasischen Zustand geraten von ihrer Fröhlichkeit, dann kriegen wir hier auf alle 4 Rohstoffe, sage ich mal, ein plus 10 Bonus drauf. Plus 10% Bonus. Das sollte sich doch mal lohnen. Lohnen auf Lohnika. So, Esser. Auch ein Kolonieschiff fertig. Und ja, ich glaube, da machen wir dasselbe. Und auf... Ach, das war schon. Ach, das waren beide Esserplaneten. Jetzt verstehe ich das. So. Die Forschung geht auch noch voran. Herrlich. Herrlichst. So, die sind hier noch auf dem Weg. Die hier... Na, könnten eigentlich da noch weitermachen. So, was meinen wir? Beides Small Tundra, Small Arctic. Ist eigentlich beides nicht so wirklich das, was wir brauchen, aber wir nehmen erstmal den mit dem Planeten. Vielleicht finden wir irgendwas Gutes. Dann machen wir jetzt ausnahmsweise mal wieder Forschung. Ausnahmsweise mal wieder vor allem. Und gehen in die nächste Runde. Ja, es wird zunehmend blauer hier unten, ich sehe schon. Wer sind jetzt die Blauen? Waren, glaube ich, nicht die stärksten. Aber ich weiß nicht, ob ich mich mit denen anlegen soll. 2800, ich glaube doch, das waren die stärksten, verdammt. Ja. Blau und Grün. Ich würde die ja gerne irgendwie gegeneinander aufwiegeln, aber ich wüsste jetzt nicht wie. So, auf jeden Fall auf dem Mond war nichts. Auf dem einen. Gebaut wird noch. Das passt. Und der Blaue macht hier aber nicht wirklich weiter, fällt mir auf. Das ist natürlich sehr schön. Und der fliegt hier runter. Besiedelt dann, was nehmen wir denn hier? Wir haben ja noch einen Tiny Jungle, wir haben ein Medium Arctic. Das können wir nicht kolonisieren. So, von den Werten her würde ich sagen, wir nehmen den kleinen Dschungel. Auf den kriegen wir jetzt mittlerweile auch relativ viele Leute drauf. Und die dürfen Geld machen. Geld. Wir werden jetzt mal richtig geldgeil. So, plus 88. Das heißt ja schon mal, wir können hier wieder ein bisschen die Steuern senken. Ja, minus 11. Ja. Bin mir da nicht so sicher. Aber von der Produktion her sehe ich, macht das ordentlich was aus. Hier bei Phaeton 40 Runden und jetzt sind es bloß noch 18. Das lassen wir auch so. Wir haben jetzt momentan genug, das können wir uns schon mal leisten, da jetzt ein bisschen was rauszuhauen. Aber können wir denn unsere Flotte aufwerten? Geht das? Elektra? Nein. Wir können keine einzige Flotte aufwerten. Das ist natürlich ganz klasse. Wir kämpfen ja mit der modernsten Technologie, die im Weltall zur Verfügung steht. Vor allem gerade wir. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck trinken. Und ich sehe gerade, dass unser Einflussbereich hier sehr angegriffen wird von den Blauen. Ich mag das gar nicht, wenn der uns hier so anstänkert. Das habe ich in Civilization auch schon nie gemocht. Ich hoffe ja nicht, dass die überwandern. Das ist hier ein an sich echt wichtiger Punkt. Was kostet das hier denn? Das kostet 121. Würde 12 Runden dauern. Das kaufen wir auf jeden Fall. Weil ich möchte hier mal starten, ein Kolonieschiff zu bauen, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. So, und hier ist irgendeine Fremdbesiedlung in Gang, so wie ich das sehe. Ich weiß bloß nicht von wem.
Ah, ich schätze mal grün und blau. Na, nee, Quatsch. Hier, nee, das ist die Farbe. Ach so. Bin mal gespannt, ob das zu Reibereien kommt. Wie weit die KI denn da schon ist. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt noch was zu bauen. Und zwar bauen wir... Und was ist das hier? So. Wir werden... Ja, gut, das bringt jetzt -4 plus 2. Lohnt sich eigentlich auch nicht wirklich. Dann lassen wir das auch lieber. Und schauen dafür, dass wir... Ja, was machen wir denn? Ja, wir machen auch hier die kolonialen Rechte. Und falls sie ekstatisch wären, dann bekommen wir zumindest mal von allem mehr. Es ist nie verkehrt. So, Gano hat tatsächlich mal ein Kolonieschiff gebaut. Sie haben es fertig bekommen. Dann werden wir hier... So, Nahrung, die machen auch vom Geld her Minus. Das heißt, wir werden... So, Export Moon haben wir auch bloß einen. Wir werden dann doch wohl auch nur die kolonialen Rechte bauen. In der Hoffnung, weil die sind sowieso schon mit ihrer Glücklichkeit sehr weit oben, in der Hoffnung, dass das dann ins Ekstatische übergeht. So. Auf jeden Fall haben wir hier endlich mal ein Kolonieschiff und fliegen auch straight da hoch. Ich möchte unbedingt eine von diesen 3 Ressourcen haben. Ganz, ganz dringend. Am besten Titanium, weil auf das hier haben wir sowieso schon ein Monopol. Und auf dem Planeten passen auch mal wirklich ein Arsch voll Leute drauf, so wie mir das gerade auffällt. Das sind 3, 6, 8 Leute. Das ist ja der Wahnsinn. So. Und ein Mond hat es auch noch. Was will man denn mehr? Und wir haben auch noch ein Monopol. Was wollen wir denn mehr? Das ist ja einwandfrei. Läuft ja wie am Schnürchen. So, spezialisierungsmäßig. Ich würde mal sagen, ganz klar auf Forschung. Dann den Mond. Oh ne, das dauert noch lange mit dem Mond. Dann dürfen die hier erstmal ein wenig auf Produktion setzen. Was auch überhaupt nicht lang zum Bauen braucht. Das braucht natürlich noch wesentlich länger. Das braucht nur 16 Runden. Moment. 16 Runden, 16 Runden. Und anschließend dürfen die... Sie dürfen dann ein wenig auf Forschung setzen. Und dann langt das auch erstmal. Das sind jetzt 65 Runden, grob gepeilt. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Das muss auf jeden Fall erstmal lange. So, ich habe das Gefühl, dass der Orange sich hier doch breiter macht als der Grüne, was mich irgendwie wundert. Aber ich finde schön, wie der hier von allen Seiten irgendwas abbekommt. Hier rot, da ein bisschen orange, da unten blau. Der wird, glaube ich, niemals seinen Frieden finden hier. Okay, das schauen wir uns gleich an. Der Mond wurde erforscht. Entschuldigung. Da gab es jetzt, glaube ich, nichts, so wie ich das gesehen habe. Das heißt, wir werden hier auch mal auf Forschung noch setzen. 18 Runden, okay, das lassen wir erstmal so laufen. Auf dem Mond war nichts, klar. Und... it can be more than fear that drives an empire to dislike you. Okay, die haben ihren Status geändert. Hier, die versuchen uns zu überrennen und finden uns merkwürdig. Das finde ich immer ganz klasse. Da kommen sie mal in unsere Nähe und denken dann auf einmal, was sind denn das für welche? Sollen sie doch wegbleiben von uns. Hätte ich nichts dagegen. So, die können natürlich immer noch nicht darunter fliegen. Ich habe es genau geahnt. Gut, das ist hier eigentlich auch noch alles am Werkeln. Da wird auch bald fertig. Und da kommt irgendwas angeflogen. Ich sehe es genau. Komm, hier, nee, nix, geh weg. Da gibt es nichts zu holen. Und wir haben ein... Hallo, wo will der denn hin? Ist das jetzt eine Angriffsflotte? Warum kann der so viel fliegen? Hallo? Weg ist er. Schau einer an. Aber unser Hero hat wieder ein Level Up. Er ist jetzt Level 8.
Ich weiß gerade gar nicht, wie der auf dem Planeten jetzt zu mehr Erfahrung kommen kann. Weil die anderen können es ja durch Kämpfe, aber bei dem bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht durch Belagerungen oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen, ganz ehrlich. Auf jeden Fall lassen wir den... Increase to Industry and Food. Wir bräuchten aber eigentlich mehr Geld. Okay, hier, Dust and Science. Na genau, das ist doch genau das, was wir brauchen. Plus 38% im Sternensystem. Herrlichst. Genau das, was wir wollen. So, 6 Produktionen sind fertig, Gebäudeproduktion, oder was heißt Gebäude? Ja doch, 6 Gebäude sind fertig, Institutionen, nennen wir das mal, wie wir es wollen. Das heißt, wir können hier jetzt folgendermaßen weitermachen. Approval, oh, die sind sogar ekstatisch, schau einer an, wir haben es geschafft. Und wieso haben die minus 8,8 Happiness von unserem Imperium? Okay, auf jeden Fall, egal, sie sind ekstatisch, wir können es gar nicht besser haben. Das heißt eigentlich, wir können... Nahrung ist eigentlich genug, Produktion, wir könnten Produktion noch ein bisschen ankurbeln. Und das mal rot war Militär. Aber wir haben da eigentlich gar nichts, was Produktion angeht. So, der ist Medium. Das ist alles nur Nahrung. Nahrung brauchen wir eigentlich überhaupt nicht hier. Ich glaube, dann dürfen die ausnahmsweise mal wieder ein Kolonieschiff bauen. Was ja wahnsinnig lange dauert. Ich bin echt begeistert. So, auf La Kerta ist ein Kolonieschiff fertig und die dürfen ebenfalls das Institut bauen, dann die kolonialen Rechte. Und dann sind die auch erstmal sänftigt. Auf dem Mut war nichts, auf dem Mut war auch nichts. Also weiterhin uninteressant. Auf Esser. Da dürften wir... Oh, die sind sogar ekstatisch. Ich denke mal, das wird hart an der Grenze, kann an der Grenze sein, aber... Soll uns mal egal sein, solange es so ist. So, die bekommen auch genug Nahrung. Geld machen sie ein bisschen wenig. Esser. Moment, wo war denn Esser? Esser war hier oben irgendwo, glaube ich. Genau. Dann baut doch mal... Ja, was macht ihr denn? Ich glaube, ihr forscht jetzt einfach mal eine Zeit lang. Ich bin echt schon so weit, dass ich das mache. So, Kolonieschiff ist fertig. Dann können wir uns den Rest von Esser auch noch holen. Halt, den hier wollten wir. Small Arctic. Dann können wir das eigentlich gleich wieder vergessen. Und machen erstmal eine Spezialisierung im Bereich 116. Ich denke, das ist sehr offensichtlich im Bereich Forschung. Und dann dürfen sie forschen. Doch, ja. So, auf Gano. Gano haben wir also auch gut weitergebaut. Dann wird es dauern, nämlich noch Kolonieschiffe bauen. 2 Runden 1. Eine Runde, okay, 3. Also insgesamt hochgerechnet, sie braucht es dann 3 Runden, bis das hier alles fertig ist. Das können wir auf jeden Fall verschmerzen. Und da unten... So, was macht denn unser Schiff hier? Das ist angekommen. Beim Gegner, wo auch sonst. Ich möchte jetzt eigentlich mal, dass die hier hinfliegen. Ich möchte wissen, ob der Blaue sich da tatsächlich breit gemacht hat. Also ich sehe gerade, wir können anscheinend wieder keine Wurmlöcher fliegen. Warum? Ich bin mir auch nicht sicher, ob es einfach nur ein Bug ist momentan. Ich hoffe ja mal nicht. So. Ich stelle auch gerade fest, dass Gano überhaupt noch keinen Einflussradius hat. Das mir gar nicht passt. Die liegen total im blauen Bereich drin. Nicht, dass die hier wirklich überwandern zum Gegner. Auf jeden Fall, Otero macht wieder, oder macht überhaupt Geld. Was ist das? 25% Handelsroutenbonus fürs Sternsystem machen wir nicht. Was ist denn der Buyout-Bonus? Moment, mal durchlesen. The faction is now able to export, sell otherwise from...
Hm. Kostet aber verdammt viel im Unterhalt. Und die machen eh kaum Gewinn. Ich glaube, das lassen wir erstmal und machen hier auch die kolonialen Rechte. So, auf Alter ihr sind die fertig. Und sind auch ekstatisch. Auch nur einen Mond. Nahrung haben sie eigentlich auch genug. Schätze ich jetzt mal. Zumindest machen sie kein Minus. Heißt so viel, wir könnten hier auch nochmal ein Kolonieschiff bauen. Und auf Lonika ist ein Kolonieschiff gebaut worden. Und wir können eigentlich auch wirklich nicht mehr viel machen. Das heißt, wir gehen hier ebenfalls auf Forschung erstmal. Bis wir wieder interessante Gebäude haben, die wir da draufklatschen können. Auf dem Planeten. Oder auf das System. Wahrscheinlich schwimmen die einfach nur so irgendwo im Orbit rum. So. Da hinten schaut es auch noch gleich aus. Jetzt kann man natürlich bloß bis Bethel fliegen. Ach, schau her, und hier steht sogar, die sind momentan Nummer 1 in der Rangliste. Da müssten die hier Nummer 3 sein, das heißt wohl, wir sind Nummer 4, wenn ich das gerade richtig sehe. 1777 und die haben uns mittlerweile eingeholt. Klasse. Oh je, oh je. Oh je, Mini. Das kann echt noch interessant werden. Ich traue mich hier echt nicht irgendwie rumzustänkern.